Max-Schweißen, Mix-Schweißen, Mix-Schweißen mit Puls, mit Doppelpuls, Wick-Schweißen, Elektrodenschweißen. Das Parkside Multi-Pulsschweißgerät bietet wirklich eine Menge und da hat sich Parkside gedacht, dann können wir wahrscheinlich den Preis auch mal deutlich hochziehen. Es hat früher 399 Euro gekostet, jetzt kostet es schon 529 Euro. Und das war für viele natürlich ein Schock, dass viele gesagt haben, ich wollte es mir eigentlich noch mal kaufen, wenn es so günstig ist. Ein Max-Schweißgerät mit Puls, mit digitaler Steuerung, mit vielen verschiedenen Möglichkeiten und Programmen. Aber ist das Gerät auch noch 529 Euro wert? Erstmal denke ich, das wird es auch mal wieder in Angebotsphasen geben. Und zweitens können wir uns natürlich auch wieder angucken, was das Gerät alles kann. Wir haben schon die verschiedensten Videos gemacht mit den verschiedensten Möglichkeiten dieses Gerätes. Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben noch nicht ohne Schutzgas geschweißt. Das heißt, man kann heute die verschiedensten Werkstoffe, Stahl, Edelstahl, mit Fülldraht ohne Gas verschweißen. Das Ganze ist so einfach wie normales Mic-Max-Schweißen von der Handhabung her und man braucht kein Schutzgas und man kriegt damit heute wirklich auch gute Ergebnisse hin. Und dafür bietet das Parkside Multi-Pulsschweißgerät auch die verschiedensten Programme. Und die gucken wir uns einfach an, probieren aus, was damit möglich ist und ob die vernünftig funktionieren. Und damit beantworten wir uns natürlich auch die Frage, ob das Gerät dann wirklich den Preis auch noch wert ist. Das heißt, ich habe hier beim Max-Schweißen ein Flux-Programm. Und bei dem Flux-Programm, das ist erstaunlich, gibt es Drahtdurchmesser von 0,6 bis 1 mm. Das haben wirklich die wenigsten Programme und da werden wir ein bisschen rumprobieren, welche Programme da wirklich wie gut funktionieren. Wichtigste Grundlage zum Fülldrahtschweißen ohne Gas ist, wir schweißen am Minuspol. Das heißt, wir müssen hier vorne die Polarität des Schlauchpaketes wechseln. Wir können an dem Gerät 1 Kilo Rollen aufgeben, 5 Kilo Rollen, aber auch 15 Kilo Rollen. Ich würde immer die 1 Kilo Rollen und die 5 Kilo Rollen bevorzugen. Wir rüsten jetzt erstmal meinen Lieblingsfülldraht. Das ist der 0,8 mm Fülldraht von Weldinger. Den gibt es aktuell gar nicht zu kaufen, der ist ausverkauft. Ich hoffe, der kommt bald wieder rein. Bei 0,6 mm Draht haben wir bis zu 30 Ampere, was wir runter regulieren können und können dann wieder bis 130 Ampere hoch regulieren. Maximal hat das Gerät 160 Ampere. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn ich jetzt in das 0,9er Programm gehe, dann kann ich bis 160 Ampere hochgehen. Wir starten jetzt mit dem 0,8 mm Fülldraht. Ich habe hier erstmal ein Testblech, das ist immer wirklich die Grundlage, dass man auf dem Testblech das Ganze erstmal ausprobiert. Und dann habe ich hier 3 mm Blech und habe ein 3 mm Vierkantrohr, was ich da einfach draufsetze und ringsrum eine Kehlnaht schweiße. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich nur die Standardeinstellung. Ich habe 90 Ampere gewählt bei der Einstellung und habe nichts in irgendeiner Form verändert. Man kann die Spannung verändern, man kann die Induktion verändern, aber im Prinzip sieht man das hier beim Fülldrahtschweißen, braucht man das an dem Gerät nicht zu verändern. Ich habe hinten so einen kleinen Schlenker drin, ansonsten ist das wirklich eine bildschöne Naht geworden. Also für Fülldrahtschweißen ohne Gas, minimal Spritzer, einmal das Ganze übergebürstet, das ist so bei dem Verfahren und dann schweißt das Ganze. Ich wähle jetzt einfach mal ein bisschen mehr Leistung, das heißt, hier kann ich das Ganze noch verändern vom Prozess her. Den Drahtvorschub kann man da nicht anpassen, muss man bei der Art von Geräten auch nicht. Das ist oft so ein Irrglaube. Und jetzt kann ich hiermit schweißen mit ein bisschen mehr Leistung und das Gerät schweißt auch wieder. Fülldrahtschweißen an sich ist keine ganz saubere Sache. Das Ganze spritzt. Das Ganze hat massive Dämpfe, ähnlich wie beim Elektrodenschweißen. Aber man sieht, man kriegt diese Spritzer wirklich problemlos mit einer rotierenden Drahtbürste weg. Wenn man das Ganze so sieht nach dem Schweißen, sieht das sehr verhauen aus. Aber wenn man das einmal überbürstet, dann ist darunter meistens, wenn man alles richtig gemacht hat, eine bildschöne Naht. Und das Gerät macht es da halt wirklich sehr, sehr einfach. Nächste kleine Versuch sind jetzt 160 Ampere. Damit schweiße ich 6 mm Bleche. Es ist oft immer die Frage, was kann man max mit dem Gerät schweißen. Beim Schweißen mit Puls würde ich so ungefähr 8 bis 10 mm empfehlen. Beim Fülldrahtschweißen mit so einem 0,8 mm Fülldraht ohne Schutzgas würde ich 6 bis 8 mm als Maximum empfehlen. Man kann auch dickere Materialien schweißen, man kann die Nahtvorbereitung anpassen und man kann dann halt auch mit mehreren Lagen arbeiten. Aber so mit einer Lage hier, wie man das hier sieht, das ist mit 160 Ampere, schweißt auch unglaublich gut. Sieht also wirklich sehr gut aus.
Das Ganze ein bisschen sauber gebürstet und dann haben wir hier eine bildschöne Naht. Bin ich wirklich begeistert von. Das heißt, wie habe ich das Ganze geschweißt? Ich bin leicht rotierend vorgegangen. Ich habe also eine leichte Rotation beim Schweißen. Ich schleppe hier im Prinzip. Das heißt, ich schweiße nicht stechend wie beim normalen Max-Schweißen. Ich ziehe das Ganze, weil sich hier diese Schlacke ja ausbildet. Also sehr einfach von der Anwendung. 0,8 mm Fülldraht hat hierbei schon mal sehr gut funktioniert und dann versuchen wir jetzt einfach den 0,6 mm Fülldraht. 0,6 mm Fülldraht ist sehr gut geeignet für sehr dünne Materialien. Ansonsten, wenn ich unter einem Millimeter schweiße, ansonsten würde ich den nie verwenden. Ganz dünner Röhrchendraht, sehr filigran. Der Röhrchendraht hat ja wie gesagt noch eine Füllung. Man braucht hier auch eine extra Drahtvorschubrolle, die kriegt man aber überall im Zubehör mit einer 0,6 mm Nut, sonst funktioniert es gar nicht. Die tausche ich hier einfach und dann ist es im Prinzip das gleiche, was wir vorher gemacht haben. Wir stellen an dem Gerät alles ein, oder wir wählen im Prinzip nur aus, wir rüsten das Gerät und dann können wir versuchen, wie gut das Gerät mit dem 0,6 mm Fülldraht schweißt. Das heißt, ich habe jetzt hier 0,6 mm Blech, kann ich hier 0,6, 0,7 einstellen, sind hier 34 Ampere bei dem Gerät. Dann ist das Gerät gerüstet und dann kann ich hier an dem Blech schweißen. Was mich da gleich gewundert hat, ist die sehr hohe Spannung, die das Gerät anzeigt. Und es ist jetzt wirklich alles richtig gerüstet. Ich weiß nicht, ob mein Gerät einen Fehler hat oder dergleichen. Wenn jemand da Erfahrungen hat, auch ein Gerät hat mit 0,6 mm Fülldraht schon geschweißt hat, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe eine Rolle Fülldraht, ich habe die an einem anderen Gerät ausprobiert, also die Rolle schweißt. Das Gerät schweißt damit überhaupt nicht. Ich habe die verschiedensten Einstellungen ausprobiert. Das Fülldrahtprogramm funktioniert bei meinem Gerät nicht. Also ich kann immer nur bewerten, was bei meinem Gerät ist. Und bei mir sieht man hier, ich brenne da immer Löcher rein. Auch wenn ich deutlich mehr Leistung nehme, funktioniert es auch nicht. Habe ich wirklich so 1,5 Stunden ausprobiert. Ich bin dann auch jemand, der dann den Fehler sucht und den Fehler bei sich selbst sucht und alles ausprobiert. Ich habe jetzt nichts gefunden. Ich habe den Fülldraht extra noch mal ein anderes Gerät eingespannt, rumprobiert, die verschiedensten Einstellungen ausprobiert. Bei mir hat das Fülldrahtschweißen mit 0,6 mm Draht mit dem Gerät in der Form nicht funktioniert. Das Einzige, was ich hier immer wieder geschafft habe, wirklich mehrfach, ist, dass mir der Draht vorne in der Düse festgebrannt ist und dass mir dann der Draht dann halt auch in dem Drahtvorschub, weil der Draht auch so filigran ist, dass mir der Draht dann da aufgestaut wurde und ich da einen kräftigen Drahtsalat hatte. Ist natürlich kein Grund für mich gleich aufzugeben. Ich habe dann die verschiedensten anderen Programme ausprobiert. Ich kenne das von anderen Geräten, dass man da Alternativen ausprobieren kann. Und da bin ich jetzt im ganz normalen Max-Schweißprogramm mit 0,8 mm Schweißdraht und damit kann man dann wirklich auch vernünftig 0,6 mm Fülldraht schweißen. Hört sich so ein bisschen perplex an, aber funktioniert. Sieht man hier, die erste Naht funktioniert gut. Das ist jetzt bei 3 mm Blech. Das heißt, da habe ich auch ungefähr 3 mm Blech eingestellt und damit kann man schon mal gut den 0,6 mm Fülldraht verschweißen. Das heißt, in dem Punkt ist das Gerät ist so ein bisschen Licht und Schatten nebeneinander. Es ist schön, dass Parkside so ein Pulsgerät anbietet mit den ganzen Möglichkeiten. Aber ich finde, das habe ich auch schon im allerersten Video gesagt, manche Möglichkeiten sind an dem Gerät nicht hundertprozentig ausgereift. Also da ist noch so ein bisschen Optimierungsbedarf. Und das ist hier halt bei dem Mac-Fülldrahtprogramm, bei dem 0,6er Draht auch so. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten reingehe in das FE-Mix-Programm und dann da den 0,8er Draht auswähle, dann kann ich hier, ohne die Einstellungen zu verändern, da könnte man das Ganze auch noch optimieren, kann ich hier wirklich gut den 0,6er Draht verschweißen. Und das mache ich jetzt hier einfach auch mal in so kleinen Punkten, wie man das am Kfz zum Beispiel macht, auf einem 0,7 mm Blech. 0,7 mm ist wirklich dünn. Man sieht auch hier, kann man jetzt problemlos Punkte setzen. Das funktioniert dann wieder komischerweise sehr, sehr gut. Das heißt, mit dem Fülldrahtprogramm, es kann auch sein, dass mein Gerät einen Fehler hat. Wenn da jemand ein Feedback hat und auch einen 0,6er Draht hat und auch so ein Gerät hat, da bin ich also dringend auf eure Erfahrungen auch angewiesen. Wenn ihr mir da irgendwas mitteilen könnt, ihr da Erfahrungen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail.
Ich habe hier nochmal noch dünneres Blech, das ist jetzt 0,5 mm Blech. Ich habe den 0,6er Fülldraht. Da das Ganze ein bisschen sehr warm wird, schweiße ich hier in so kleinen Impulsen. Das ist eine gängige Technik. Ich kann das Ganze aber hier nicht nur punkten, sondern ich kann dieses dünne Material hier wirklich auch schweißen. Wir gucken uns natürlich auch gleich das Ergebnis an. Das heißt, ich gebe immer wieder so einen kleinen Impuls mit meinem Max-Schweißgerät und stoppe dann wieder, dass ich nicht zu stark durchfalle und dass ich hier auf gar keinen Fall ein Loch reinbrenne. Ich sage mal, für 0,5 mm Blech sieht das Ergebnis auch wirklich gar nicht so schlecht aus. 0,5 ist wirklich sehr dünn und das ohne Schutzgas geschweißt. Man kann das hier problemlos verbiegen. Sieht wirklich nicht verkehrt aus. Ein bisschen mehr die Spritzer noch wegbürsten und es wäre, sage ich mal, akzeptabel. Auf jeden Fall geschweißt und das ohne Schutzgas. Einstellungen 45 Ampere, das 0,8 mm Stahlprogramm und ich habe hier hinten leicht die Spannung auf 0,5 ins Minus korrigiert. Edelstahlschweißen mit Fülldraht ohne Gas ist wirklich auch eine ganz tolle Möglichkeit. Gibt es noch nicht so lange die Möglichkeit, zumindest noch nicht so lange, dass man den auch in Europa, in Deutschland kaufen kann. Der ist sehr bezahlbar, ist für V2A, das heißt für 4301 und ähnliche Werkstoffe, kann man aber auch wirklich super benutzen, wenn man Schwarz-Weiß-Verbindung, also Stahl und Edelstahl schweißt. Wichtig ist, wir müssen hier die Polung wieder tauschen. Der Fülldraht wird im Gegensatz zu dem anderen Fülldraht für Stahl wird der am Pluspol verschweißt. Das ist wirklich ganz wichtig, damit der vernünftig funktioniert. Einstellung ist hier wirklich sehr einfach. Wir müssen im Prinzip ein ganz normales Stahlprogramm nehmen, immer ein bisschen mehr Leistung und die Spannung richtig schön hochgedreht. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Funktioniert an vielen Geräten gut und das werden wir natürlich hier auch einfach ausprobieren. Das heißt, ich bin hier in diesem FE Mix 8020, also das, was wir zum ganz normalen Stahlschweißen nehmen. Mit Puls habe ich es auch schon ausprobiert, habe ich wirklich keine Vorteile entdeckt, falls das jemand ausprobieren möchte. Wir brauchen halt immer ein bisschen mehr Leistung. Ich nehme hier 110 Ampere und habe 2 mm Blech. Man kann da theoretisch sogar noch ein bisschen weniger nehmen, aber ein bisschen mehr Leistung als beim normalen Schweißen von solchen Materialstärken braucht man immer. Das heißt, das ist ein Prozess, der braucht richtig viel Energie. Das funktioniert gut, hat aber den Nachteil, dass wir da natürlich auch viel Wärme ins Material reinbringen und dadurch auch mehr Verzug ins Material reinbringen. Das heißt, man sollte in kleinen Etappen schweißen, man sollte das Ganze so ausführen, dass man hier wirklich in kurzen Impulsen schweißt, das Ganze gespannt hat nach Möglichkeit, dann sollte das auch keine Probleme geben. Wenn wir das Ganze fertig geschweißt haben, kann man die Schlacke, die hier entsteht, so leicht abklopfen, ähnlich wie bei der Elektrode. Aber ich habe das hier mal im Zeitraffer gefilmt. Die platzt so ab. Und darunter ist wirklich eine bildschöne goldene Naht. Man kann die Ränder dann noch ein bisschen mit der Handdrahtbürste bürsten. Ich habe hier so eine Messingdrahtbürste, dass ich nicht Striemen und Riefen in den Werkstoff reinmache. Man hat ein paar kleine Spritzer, aber an sich ist es wirklich eine tolle Möglichkeit, um mit so einem Gerät ohne spezielles Schutzgas oder überhaupt ohne Schutzgas Edelstahl zu schweißen. Bleibt natürlich die anfängliche Frage, ist denn der Preis noch gerechtfertigt? Das heißt, es gibt keine günstigeren MIG-Max-Schweißgeräte mit den Programmen, mit den Einstellungsmöglichkeiten in dem Preisbereich. Darum ist es natürlich auch in der Form noch irgendwo gerechtfertigt. Man kann aber ein bisschen mehr ausgeben und kriegt dann andere Geräte, die von der Qualität her, von den Möglichkeiten nochmal deutlich mehr bieten. Verlinke ich hier unter natürlich. Es ist ansonsten so ein bisschen Segen und Fluch nebeneinander. Viele Sachen funktionieren wirklich sehr gut. Dieser 0,6 mm Fülldraht hat jetzt wieder schlecht funktioniert. Da haben wir uns natürlich geholfen. Aber an sich von wegen finde ich, ist das wirklich kein schlechtes Gerät. Max-Schweißen, Pulsschweißen von Stahl, das sind alles so Sachen, die kann das Gerät wirklich sehr, sehr gut. Das funktioniert gut und dazu habe ich auch immer wirklich tolles Feedback von euch bekommen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn jemand schon mal den 0,6 mm Fülldraht ausprobiert hat, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei mehreren so ist. Das wäre sehr, sehr interessant. Ansonsten hoffe ich habe den Leuten, die das Gerät schon haben, mit diesem Video zum Fülldrahtschweißen ein bisschen weitergeholfen, habe gezeigt, was damit möglich ist. Das ist auch immer so mein Ansinnen, dass ich nicht irgendwo ein Gerät hier promote oder ähnliches, sondern dass ich zeige, was ist mit so einem Gerät wirklich realistisch möglich. Und das mache ich auch immer wieder. Und das war das Fülldrahtschweißen. Vielleicht machen wir auch noch mal ein Video mit Edelstahlpuls. Sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema.
Gerät verlinke ich hier unter, Alternativen verlinke ich hier unter. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, das Gerät wird bei Zeiten wieder günstiger werden und dann werde ich auch oder würde ich dann zuschlagen bei dem Gerät, wenn ich es noch nicht hätte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.